Hallo und herzlich willkommen zu unserer Session heute, zu unserer gemeinsamen Zeit auf der Matte. Mein Name ist Swantje und ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass wir heute gemeinsam Yoga üben. Und dazu komm für einen Moment gerne einmal in deinen bequemen, aufrechten Sitz. Ruckel dich zurecht, vielleicht ziehst du die Schultern nochmal zu den Ohren hoch, lässt deine Wirbelsäule noch ein bisschen weiter nach oben wachsen. Deine Augen können sich sanft schließen oder Richtung Erde fallen. Und dann atme tief, tief ein. Ganz lösend aus. Wenn du die Augen geschlossen hattest, blinzel sie gerne auf. Falls du es noch nicht hast, hab gerne 2 Blöcke oder dicke Bücher da. Können heute hilfreich sein. Und dann komm von hier in deinen Vierfüßlerstand. Die Knie unter deinen Schultern, die Knie unter deinen Hüften, die Hände unter deinen Schultern. Und richte dich hier wirklich ein. Spreiz schön die Finger auf. Schau mal, dass die gesamten Fingerglieder inklusive der Fingerkuppe und der Handballen auf der Erde sind und in diese hineinschieben. Und dass sich aber die Handmitte, die Handfläche so ein bisschen hochhebt. Hasta Bandha, unser Handverschluss, unser Handsiegel. Und dann lass mit dem Einatmen hier deinen Bauch sinken, deinen Brustkorb zwischen deinen Oberarmen durch. Und ohne die Hände zu verschieben auf der Matte, ziehst du die Hände energetisch nach hinten zu deinen Knien. Mit dem Ausatmen, du presst in die Hände, schiebst dich aus den Händen raus, rundest, schaust zum Nabel in der Katze. Mit dem Einatmen ziehst energetisch Knie und Hände wieder zueinander, kommst ins geführte Hohlkreuz der Kuh. Und ausatmen, schiebst dich wieder raus. Ein paar Mal so in deinem Rhythmus. In Verbindung mit deinem Atem, lass deinen Atem die Dauer der Bewegung führen. Komm gerne in den Meeresrauschenatem, Ujjayi, wenn der dir vertraut ist. Ein- und aus durch die Nase mit diesem leichten Rauschen, durch die Verengung im hinteren Bereich deines Rachens in der Stimmritze. Noch einmal einatmend hier. Und ausatmend Runde. Schieb dich aus den Händen raus. Mit dem Einatmen komm in eine neutrale Wirbelsäule. Setzen sanftes Uddiyana Bandha und Mula Bandha, Bauchverschluss und Beckenbodenverschluss oder Wurzelverschluss. Und dann hebt dein Einatmen dein rechtes Bein weit nach hinten, schau nach vorne. Und ausatmen, rechtes Knie zum Außenarm, zum oberen Außenarm, zum Ellenbogen. Der Einatmen streckt dich wieder lang. Und ausatmen, rechtes Knie zum linken Ellenbogen, zum gegenüberliegenden. Noch 2-mal so, einatmen, strecken, werde lang. Und ausatmen, rechtes Knie zur Außenseite deines rechten Oberarms. Einatmen, strecke. Und ausatmen, rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Über Kreuz. Einatmen, streck hier. Und diesmal ausatmen, das rechte Knie zur Außenseite von deinem rechten Oberarm und setz den rechten Fuß an die Außenseite deiner rechten Hand. Du kannst gerne dein hinteres Knie noch so ein bisschen nach hinten schieben und da können Blöcke unter deine Hände kommen. Und dann von hier atmest du ein, hebst dein Herz, hebst den Blick, Schultern von den Ohren weg und ausatmet, streckst das vordere Bein, ziehst die Zehenspitzen zu dir ran. Variation vom halben Spagat, Hanumanasana, Adho Hanumanasana. Mit dem Ausatmen streckst du das Bein, lehnst dich zurück. Mit dem Einatmen hebst du das Herz, beugst das vordere Knie, kommst wieder nach vorne. Mach das in deinem Atemrhythmus ein paar Mal. Nächste Mal, wenn du ausatmest und das vordere Bein streckst, dann bleibe hier für einen Moment, für ein paar Atemzüge. Du kannst das vordere Knie auch so ein bisschen beugen. Und dann hat der untere Rücken mehr Länge, mehr Raum. Zieh die Schultern, blätter nochmal zusammen, Schultern von den Ohren weg. Lass den Kopf hängen, Nacken lang.
Nächster Einatmen bringt dich hier wieder nach vorne, leg die Blöcke zur Seite, schieb deine Hände in die Erde, Hasta Bandha und steig mit dem rechten Fuß zurück in den Vierfüßlerstand. Andere Seite. Der Einatmen hebt dein linkes Bein weit nach hinten. Ausatmen, linkes Knie zum linken Oberarm. Einatmen, streck wieder, werde lang in der Körpervorderseite. Ausatmen, linkes Knie zum rechten Ellenbogen, über Kreuz. Einatmen, streck dich. Ausatmen, linkes Knie an die Außenseite vom linken Oberarm. Einatmen, strecken, Weite in der Vorderseite. Und ausatmen, über Kreuz. Einatmen, streck das Bein lang nach hinten, schaff Länge. Und ausatmen, linkes Knie an die Außenseite deines linken Oberarms, setz den linken Fuß neben deine linke Hand. Du kannst das hintere Knie noch so ein bisschen nach hinten schieben, dir deine Blöcke wieder nehmen oder ohne Blöcke und dann heb dein Herz, zieh die Schulterblätter zusammen, beug das vordere Knie und ausatmen, streckst du wieder das vordere Bein, lehnst dich nach hinten zurück, Adho Hanumanasana, einatmen, kommst nach vorn und ausatmen, vorderes Knie streckt. Noch ein paar Mal so in deinem Rhythmus. Das nächste Mal, wenn du ausatmest, bleib mit gestrecktem Bein im halben Spagat in dieser Variante. Lass nochmal die Wirbelsäule lang werden, schieb dein Steißbein nach hinten, zieh die Schulterblätter zusammen. Lass den Kopf hängen. Länge im Nacken. Löst nochmal Kiefer und Stirn. Nächster Einatmen, beug wieder das vordere Knie, bring dich nach vorne. Bring die Hände in die Erde, stülp die hinteren Zehen unter und schieb dich zurück in einen herabschauenden Hund. Lande hier erstmal, auch hier wieder Hasta Bandha, dass die Fingerkuppen, den Handballen richtig schön in der Erde und trotzdem hebt sich dein Handteller, dass die Handfläche so ein bisschen, wie sich auch das Fußgewölbe bei deinen Füßen nach oben hebt. Und du schiebst dich hier richtig gut in die Erde. Beug die Ellenbogen nochmal leicht und dann dreh die Ellenbogen mehr zur Erde, die Ellenbogen beugen, mehr nach vorne, ohne die Hände zu verschieben. Und dann beginn hier abwechselnd rechtes und linkes Knie zu beugen und zu strecken. Dann lauf deinen Hund ein wenig aus. Atme dabei weiter, ruhig und gleichmäßig durch deine Nase. Jederzeit, wenn dann tieferer Ausatmen über deinen Mund kommen möchte, dann lass das geschehen. Und aktiviere auch hier die beiden Verschlüsse, Mula Bandha und Uddiyana Bandha. Wurzelverschluss am Beckenboden und auch Uddiyana Bandha, den aufwärts fliegenden Verschluss hinter deinem Bauchnabel. Stell dir vor, dein Bauchnabel zieht so ein bisschen nach oben Richtung Zwerchfell, Richtung Brustkorb rein, Richtung Wirbelsäule nach hinten. Okay, atme hier aus. Mit dem nächsten Einatmen roll dich auf die Zehenspitzen, roll dich kraftvoll nach vorne in eine Planke, schiefe Ebene. Und wir halten hier ein paar Momente. Aktiviere auch hier deine Körpermitte, saug den Nabel nach oben und hinten zurück. Wurzelverschluss, atme und schieb dich aus den Händen raus. Eine lange Linie von der Scheitelkrone bis zu deinen Fersen. Und dann kannst du mit dem Einatmen dich so ein bisschen nach vorne schieben. Mit dem Ausatmen schiebst du die Fersen zurück. Noch für zweimal ein nach vorne, aus, die Fersen zurück. Ein nach vorne, aus, die Fersen zurück. Und dann einatmen, schiebst dich nach vorne, beugst die Ellenbogen ganz nah an deinen Brustkorb und legst dich kontrolliert auf der Erde ab. Bauch und Brustkorb kommen gleichzeitig auf die Erde. Schiebst die Fußrücken in die Matte, rollst die Schultern zurück, Hände neben deinem Brustkorb und einatmen, leichte Rückbeuge, Baby-Cobra. Ausatmen, stülp die Zehen wieder unter, herabschauender Hund. Ein paar Atemzüge hier, finde dich ein. Gut.
Sei wieder gut geerdet über die Hände und Füße. Deine Fersen müssen nicht auf der Erde ankommen. Du beugst die Knie so weit, wie es nötig ist. Und dann mit dem Einatmen kommt dein rechtes Bein weit nach oben hoch. Du beugst das obere Knie in so einem 90-Grad-Winkel und beginnst die Kreise mit deinem Knie in der Luft zu ziehen. Richtig weit nach oben und dann kommt das Knie zu dem anderen Knie nach unten zurück. Noch ein paar Runden hier. Atme. Wechsel einmal die Richtung der Kreise. Das nächste Mal, wenn du einatmest, streck das Bein lang. Und ausatmen, rechtes Knie an die Außenseite vom rechten Oberarm. Du kommst in so eine halbe Planke. Einatmen, dreibeiniger Hund, rechtes Bein streckt wieder weit nach oben. Ausatmen, rechtes Knie überkreuzt zum linken Ellbogen. Einatmen, du streckst wieder. Und diesmal ausatmen, rechtes Knie zur Außenseite vom rechten Ellenbogen und du setzt den rechten Fuß neben deine rechte Hand an die Außenseite. Gut, da kann ein Block unter deine linke Hand kommen. Einatmen, der rechte Arm kommt nach oben. Hinteres Knie ist gehoben. Du kannst es auch absetzen. Ansonsten schiebst du hinten in deine hintere Ferse, lässt das Bein lang werden und drehst dich hier auf. Aktivierst Körpermitte. Kannst du deiner oberen Hand schauen oder nach rechts zur Seite. Atmest ein. Mit dem Ausatmen kommt die Hand nach hinten zu deiner Hüfte, als würdest du zu deinem hinteren Fußbein. Und einatmen zur Erde, nach vorne, wieder nach oben. Drehst Kreise mit deinem rechten Arm in der Luft. Noch so 2, 3. Folgst deinen Fingerspitzen mit deinem Blick. Letztes Mal einatmen über vorne und die Hand bleibt oben, dreht sich auf nach rechts. Und ausatmen, die rechte Hand kommt wieder unter deine rechte Schulter auf die Innenseite vom Fuß. Du steigst zurück in eine Flanke. Der Einatmen in einen Hund. Einatmen rollt dich in die Planke. Ausatmen, kontrolliertes Ablegen auf der Erde. Einatmen, Baby-Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. 3 Atemzüge hier. Schieb dich aus den Händen raus mit dem Brustkorb mehr Richtung Oberschenkel. Knie können gebeugt sein. Und dann bringt dein Einatmen, dein linkes Bein nach oben, ausatmen, du beugst das Knie und beginnst auch hier wieder große Kreise mit deinem Knie in der Luft zu ziehen, bis runter zum anderen Knie. Wechselst einmal die Drehrichtung. Und streckst dann einatmen, das linke Bein weit nach hinten. Ausatmen, kommst mit deinen Schultern über deine Hände, linkes Knie zum linken Ellenbogen. Einatmen, schiebst dich wieder zurück, dreibeiniger Hund. Ausatmen, linkes Knie zum rechten Ellenbogen, überkreuzt. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, linkes Knie zum linken Ellenbogen und du setzt deinen linken Fuß an die Außenseite deiner linken Hand. Lässt das hintere Knie in der Luft, wenn das für dich stimmig ist. Der Einatmen, dein linker Arm hebt zur Decke. Und du schiebst auch hier nochmal mit deiner rechten Ferse richtig schön nach hinten zurück. Spannst dich hier auf. Möchtest deinen Bauch, deinen Brustkorb noch mehr zur Innenseite von deinem vorderen Bein aufdrehen. Schaffst Raum zwischen Schultern und Ohren. Atmest hier ein. Und dann ausatmen, deine Hand kommt nach hinten zum Po zurück, macht so einen Halbkreis zur Erde nach unten. Und der Einatmen lässt sie wieder nach oben, vorne aufsteigen. Ausatmen, großer Kreis nach hinten zurück. Und einatmen über vorne. Und du folgst deiner Hand mit deinem Blick. Noch ein großer Kreis so. Und dann ist deine linke Hand wieder über deiner Schulter, streckt sich nach oben, bleibt noch für einen Atemzug hier. Und mit dem Ausatmen kommt
deine linke Hand wieder auf die Innenseite vom linken Fuß. Und diesmal steigst du nicht zurück in den herabschauenden Hund, sondern der rechte Fuß kommt an die Außenseite deiner rechten Hand. Du landest in einer Hocke, in so einer sitzenden Grätsche, schiebst einmal die Ellenbogen in die Innenseiten deiner Oberschenkel, die Handflächen kommen zueinander. Wenn da ganz viel Raum unter deinen Fersen ist, dann kannst du Blöcke darunter bringen oder eine zusammengerollte Decke. Du kannst dich auch auf den Block mit deinem Po setzen. Und egal, wo du bist, schau nochmal, dass du hier nicht rund wirst, sondern dass du dich aufrichten kannst in deinem Oberkörper. Entspanne gerne nochmal Kiefer und Stirn, den Bauch, den Beckenboden. Und nimm wahr. Und dann atme nochmal tief ein. Und mit dem Ausatmen bringst du die Hände zur Erde, schiebst deinen Po nach oben, drehst die Füße, die Zehenspitzen nach vorne, kommst in einen hüftweiten Stand, lässt dich hier aushängen in einer Vorwärtsbeuge, greif gern die gegenüberliegenden Ellenbogen. Schwing dich so ein bisschen von rechts nach links, von vorne nach hinten. Knie so weit gebeugt, dass Oberkörper und Oberschenkel Kontakt haben können oder zumindest in die Nähe voneinander kommen. Und bring dein Gewicht tendenziell mehr in deine Zehenspitzen, dass du hier wirklich die Länge auf der Rückseite des Körpers in der myofaszialen Kette, die auf der Rückseite des Körpers lang läuft, spürst. Dann lass mit dem Ausatmen die Fingerspitzen Richtung Erde sinken. Einatmen, komm in eine halbe Vorwärtsbeuge, deine Variante. Nabel aktiv zur Körpermitte. Ausatmen, komm wieder in die Vorbeuge, schau zum Nabel. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Blick zum Anfang deiner Matte. Noch einmal ausatmen, sink hier nach unten in die Vorbeuge, Blick zum Nabel. Und dann beug deine Knie, zieh dein Steißbein unter dich runter, lass die Arme dann schwer hängen, den Kopf auch und die Schultern. Und presse deine Füße, beginn dich hier in mehreren Atemzügen langsam aufzurollen. Wirbel für Wirbel. Und wenn du oben angekommen bist, dann roll nochmal die Schultern zu den Ohren hoch. Schaffe auch hier Raum. Sehr gut. Okay. Wenn du es noch nicht bist, komm an den Anfang deiner Matte. Erde dich gut über deine Füße. Lass mit dem Einatmen die Arme nach oben kommen. Mit dem Ausatmen Hände landen vor deinem Herzen, Anjali Mudra. Noch einmal so einatmen, die Arme kommen nach oben. Und diesmal ausatmen, du machst einen großen Kreis mit deinen Händen, greif dir die Hände im unteren Rücken ineinander. Und mit dem Einatmen ziehst du die Schulterblätter zusammen, streckst die Hände vom unteren Rücken weg. Hast trotzdem hier noch Mula Bandha und auch Uddiyana Bandha aktiviert, die beiden Verschlüsse. Stabile Körpermitte. Und wenn du aus dieser stabilen Körpermitte jetzt noch ein bisschen die Schultern mal nach oben und hinten rollst, vielleicht hebt sich dein Herz, dein Brustkorb noch ein wenig. Atme hier ein und aus. Tiefer einatmen. Werde weich in den Knien und lass dich nach vorne falten in die Vorwärtsbeuge. Lass die Hände über deinen Kopf nach vorne kommen. Knie so weit gebeugt, dass Oberkörper und Oberschenkel wieder Kontakt haben können. Schüttel gerne den Kopf nochmal. Ja, ja, nein, nein. Atme tief ein. Nochmal lösend aus. Tief ein. Mit dem Ausatmen löst ganz sanft deine Hände voneinander, lass sie unter dein Gesicht fallen. Der Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Ausatmen, ganze. Einatmen, rechter Fuß steigt zurück nach hinten. Ausatmen, links dazu, herabschauender Hund. Einatmen, du rollst dich nach vorne in eine Planke. Ausatmen, da ist ein Vinyasa, ein Ablegen Richtung Erde. Ein Einatmen in einer Rückbeuge, Ellenbogen nah am Brustkorb.
Ausatmen, stülp die Zehen unter, schieb dich über die Knie zurück in den herabschauenden Hund. Gut. Der Einatmen bringt dein rechtes Bein weit nach oben, dreibeiniger Hund. Ausatmen, du beugst das obere Knie und stapelst die rechte Hüfte auf die linke. Dein Oberkörper bleibt wie im herabschauenden Hund parallel zur Erde ausgerichtet. Das heißt, die rechte Schulter hebt sich nicht. Und du kannst den oberen Fuß einfach hängen lassen, Richtung Po, die Ferse. Tiefe Atemzüge. Setz auch hier ganz gerne so ein leichtes Mula Bandha und Uddiyana Bandha, um nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu fallen. Dann atme hier ein. Und mit dem Ausatmen schiebst du dich wieder nach vorne mit den Schultern über die Hände und bringst den Fuß an die Außenseite deiner rechten Hand, den rechten Fuß. Einatmen, rechter Arm kommt nach oben in diesen Easy Twist, in diesen einfachen Twist. Bleib hier für 2, 3 Atemzüge. Tief ein und aus. Okay, und ausatmen, die rechte Hand kommt auf die Innenseite von deinem vorderen Fuß, das hintere Knie erdet. Und dann ist da der Einatmen. Wir haben diese Kreise eben schon gemacht. Die rechten Fingerspitzen ziehen nach vorne, nach oben. Die Handfläche dreht sich auf nach rechts. Und du schaust mal zu deinem hinteren Fuß und hebst den hinteren Fuß an. Und vielleicht bleibst du hier. Vielleicht siehst du deinen Fuß und die Hand und die winken sich so ein bisschen zu. Vielleicht bringst du auch die Außenseite vom hinteren Fuß in deine Hand, in deine Fingerspitzen. Also entweder hier oder hier gegriffen. Du kannst ja auch einen Gurt nehmen oder einen Gürtel und so deinen Arm verlängern. Aber schau auf jeden Fall, dass die Schulter, das Schulterdach hier aufgedreht ist. Und dann kannst du deinen Po nochmal näher zur Ferse bringen, wenn du den Fuß gegriffen hast. Und dann mit deiner Ferse, mit deinem Fuß hier tiefer sinken in den linken Hüftbeuger. Und wir bleiben noch ein paar Atemzüge in diesem gedrehten Affen, in diesem Twisted Monkey. Und wenn du den Fuß nicht gegriffen hast, dann heb ihn so nah ran wie möglich und lass deine Fingerspitzen trotzdem nach hinten reichen. Und vielleicht begegnen sich irgendwann Fuß und Hand. Nicht zwingend heute, vielleicht in ein paar Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, vielleicht auch nie. Und das ist okay. Atme noch einmal tief ein. Mit dem Ausatmen löst ganz langsam. Bring wieder die rechte Hand auf die Innenseite von deinem rechten Fuß. Stülp die Zehenspitzen unter. Ausatmen. Steig zurück in den herabschauenden Hund. Da wartet ein Vinyasa auf dich. Einatmen. Roll dich in die Planke. Ausatmen. Kontrolliertes Ablegen zur Erde oder Chaturanga und heraufschauender Hund. Einatmen. Bhujangasana, Baby Cobra. Ausatmen, stülp die Zehen unter, zurück in den herabschauenden Hund. Dann einatmen, heb dein linkes Bein weit nach oben. Ausatmen, du öffnest hier die Hüfte. Ich crash gerade mit meinem Bild da oben, das macht aber nichts. Und du bleibst mit dem Oberkörper trotzdem zur Erde hin ausgerichtet. Beide Achselhöhlen in etwa gleich weit von der Erde weg. Schiebst aus den Händen heraus, hinteres Bein bleibt gestreckt. Vielleicht ist die Ferse gehoben, vielleicht ist die Ferse geerdet. Und du atmest. Löst nochmal den Kiefer und die Stirn. Ich merke auch gerade, dass ich da halte. Das passiert immer gerne. Atmest hier ein. Und dann ausatmen, schiebst in deine Zehenspitzen, bringst deine Schultern über deine Hände, das linke Knie an die Außenseite von deinem vorderen linken Arm und dann den Fuß an die Außenseite deiner linken Hand. Einatmen, der linke Arm kommt weit nach oben, du drehst dich hier nochmal auf. Easy Twist auf dieser Seite. Schiebst die hintere Ferse zurück. Atmest nochmal ein und ausatmen, lässt das hintere Knie sinken und den linken Arm auch. Da kann ein Block unter deine rechte Hand kommen. Bring die rechte Hand auch gerne so ein bisschen weiter zur Mattenaußenkante. Und dann mit dem Einatmen kommen die linken Fingerspitzen erstmal nach vorne, nach oben. Die Handfläche dreht auf zur linken Seite und dann hebt sich dein hinterer Fuß.
Und vielleicht winken sich Fingerspitzen und Zehenspitzen zu. Vielleicht bindest du auch, bringst den rechten Fuß in deine linke Hand und greifst an der Fußaußenseite, sodass dein Schulterdach hier vorne, was wir eben über diesen Kreis geöffnet haben, dass dein Schulterdach offen bleibt. Und dann kannst du damit spielen, deinen Po erstmal näher zur Ferse zu schieben und dann dieses Paket aus Ferse und Po und Hüften wieder nach vorne sinken zu lassen. Dreh dich zur Seite auf, ins gedrehte Äffchen. Und wenn dein Fuß hier in der Luft ist und deine Hand auch und die beiden sich noch nicht gefunden haben, das ist überhaupt nicht schlimm. Dann bleibst du dort. Bleibst trotzdem mit dieser Energie deiner Fingerspitzen dorthin, als würdest du dort greifen. Ruhige, gleichmäßige Atemzüge, gerne Meeresrauschenatem. Ujjayi. Kann ich hier auch nochmal verlinken. Wenn du dir die Aufzeichnung am Freitag anschaust oder irgendwann später, dann ist da das Video, wo ich dir nochmal den Ujjayi-Atem näher bringe oder das versuche. Gut, atme hier aus. Mit dem Einatmen löst, ganz sanft ausatmen, bringen die linke Hand wieder an die Innenseite vom linken Fuß. Und dann steig von hier zurück in einen herabschauenden Hund. Nimm mal wahr, wie sich dieser Hund jetzt anfühlt im Vergleich zu den vorherigen. Und nachdem wir viel mit den Hüften gearbeitet haben, kannst du nochmal den Hund so ein bisschen auslaufen. Vielleicht die Hüften so ein bisschen von links nach rechts schieben. Gut. Und dann kommst du hier für einen Moment noch zur Stille, atmest tief ein, lösend aus. Lässt mit dem nächsten Einatmen deine Knie auf die Matte kommen, Fußrücken in die Erde, kommst einmal in ein kleines Kind mit den Händen gern links und rechts neben deinen Füßen nach hinten gelegt, die Stirn auf der Erde oder auf einem Block. Ein paar Momente hier wahrnehmen, Tempo rausnehmen, deinen Atem sich wieder beruhigen lassen, wenn er sich beschleunigt hatte. So gut. Und roll dich ganz langsam hier nach oben. Komm für einen Moment in diesen Fersensitz. Der Einatmen bringt deine Arme nach oben. Ausatmen, aktiviere die Körpermitte, dreh dich nach rechts. Linke Hand an die Außenseite vom rechten Oberschenkel, rechte Fingerspitzen stellen hinter dir auf. Dein Blick übers Brustbein oder die hintere Schulter. Atme aus. Nächster Einatmen, dreh dich zur Mitte auf. Ausatmen, Twist zur anderen Seite. Schau über die hintere Schulter zurück oder übers Brustbein. Ein paar Atemzüge hier. Atme ein, dreh dich wieder zur Mitte auf. Ausatmen, bring die Hände noch einmal hinter deinem unteren Rücken ineinander. Zieh die Schulterblätter zusammen, öffne Brustkorb, öffne Herz. Aktiviere die Körpermitte sanft, sodass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Und dann löst die Hände, setz dich einmal von deinen Füßen zur Seite runter. Komm auf deinen Po, streck die Beine lang nach vorne aus, zieh das Muskelfleisch gerne nach hinten zurück. Setz dich auch leicht erhöht, wenn du merkst, du fällst hier so ein bisschen nach hinten zurück. Und dann atme ein, streck die Arme nach oben. Nochmal aktive Körpermitte, aktive Oberschenkel und komm nach vorne. Lass die Hände in die Erde fallen. Vielleicht greifst du an den Füßen, aber guck, dass du im Rücken lang bleiben kannst.
Und für die letzten Atemzüge hier, lass gerne den Kopf nochmal sinken, die Wirbelsäule sich runden. Dann komm mit geradem Rücken wieder nach oben, bring deinen Po in die Mitte deiner Matte und roll dich einmal in Rückenlage ab. Zieh die Knie zum Brustkorb ran. Stell die Füße nochmal hinter deinen Po auf. Hände in die Erde gepresst mit den Handflächen nach unten und dann schieb in deine Fersen, heb dein Becken, schieb deine Hüften Richtung Decke. Vielleicht bindest du auch wieder hier die Hände ineinander, faltest sie ineinander. Schiebst die Unterarme in die Matte, schiebst die Fäuste Richtung Füße und ruckelst dann nochmal deine Schultern unter dich runter, so wie eben auch, als wir gesessen haben oder gestanden haben. Und dann presst dich hier noch ein bisschen sanft nach oben. Atme in deine gesamte Körpervorderseite ein und aus. Raum zwischen Kehle und Brustkorb, dass du atmen kannst. Blick nach oben zur Decke. Schieb in deine Fersen noch ein bisschen mehr. Noch einmal tief ein. Und dann löst deine Hände aus, atmen, roll dich Wirbel für Wirbel auf Erde ab. Hüften und Becken landen ganz als letztes. Zieh nochmal kurz die Knie zu dir ran. Und dann streck die Beine hier aus. Mach es dir bequem, für einen Moment ins Ausruhen zu kommen. Guck, dass deine Schulterblätter gut auf der Erde aufliegen, dass deine Hände und deine Achselhöhlen, Arme Raum haben, dass deine Füße locker nach außen fallen können. Und dann nimm dir hier nochmal den tiefsten Atemzug deines ganzen Tages bisher. Halte kurz und atme lösend über den Mund aus. Lass die Kontrolle über Muskulatur und über deinen Atem gehen. Und ruhe dich aus, bis dich in ein paar Momenten ein Klang wieder auftauchen lässt. Der Klang meiner Stimme. Wenn du noch Zeit hast, bleib super gerne noch länger liegen. Und nutz diese so wichtige Ausruhphase, das Shavasana, deinem Körper Zeit für Integration und Verarbeiten all des Erlebten zu geben. Wenn du mit mir zurückkommen möchtest, dann beginn dich langsam aufzuwecken, beginn wieder aufzutauchen. Vielleicht sind da kleine Bewegungen und Strecken. Tiefere Atemzüge. Eine Zwischenstation auf der Seite, bevor du wieder in deinen aufrechten Sitz findest. Wenn du in deinem aufrechten Sitz angekommen bist, dann ruckel dich hier noch einmal zurecht, lass deine Wirbelsäule Richtung Himmel, Richtung Decke streben. Dein Sitz sich gut erden in die Unterlage, in die Erde unter dir. Nimm dir für einen Moment, um hier noch wahrzunehmen, um zu beobachten, wie du jetzt da bist, was jetzt lebendig in dir ist. Atme nochmal tief ein. Lösend aus.
Lass mit dem nächsten Einatmen deine Arme weit über die Seiten, über deinen Kopf aufsteigen, bis sich Fingerkuppen und Handflächen berühren. Und ausatmen, sammel dich ein, zentriere dich vor deinem Herzen mit dem Daumen vor deinem Brustbein. Lass die Schultern nochmal weich deinen Rücken herabgleiten, Bauch und Beckenboden gelöst und entspannt. Spür deinen Herzschlag gegen deine Daumen, deine eigene Lebendigkeit. Vielleicht ist auch Wärme entstanden oder es pulsiert etwas in dir. Dann lass uns hier enden mit einem gemeinsamen tiefen Ein- und Ausatmen. Atme tief ein durch deine Nase. Vollständig lösend aus. Dann danke ich dir so sehr fürs gemeinsame Üben, dass du deine Zeit auf der Matte mit mir heute geteilt hast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns auch live begegnen. Ansonsten findest du unten in den Notizen alle meine Angebote. Und ich freue mich, wenn du diesem Video ein Like gibst oder auch meinem Kanal folgst. So kannst du mich unterstützen. Ich danke dir so sehr für dein Sein und unsere gemeinsame Praxis. Namaste. Danke, danke, danke.